Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Katrin Bichler. Ich arbeite für den LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister. Und wir sind als Projektpartner mit dabei in diesem Projekt Future Skills for Trainers. Und unser Schwerpunkt lag auf dem Modul Nummer 2, das ich Ihnen heute auch näher vorstellen darf. Im Modul Nummer 2 haben wir den Schwerpunkt gelegt auf das Thema Integration von MigrantInnen. Und uns Projektpartner hat motiviert, auch dieses Modul aufzuarbeiten, denn auch in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Entwicklung, in der demografischen Entwicklung ist es natürlich so, dass die Gesellschaft vielfältiger wird und genau deshalb wollten wir einmal abklopfen, was sind denn auch die Bedürfnisse, die Sie als Lehrlingsausbilderin haben im Alltag, denen Bedürfnisse, denen Sie auch begegnen im Betriebsalltag und dass wir auch noch mal tiefer gehen, um zu sehen, ja, was ändert sich denn eigentlich, welche unterschiedlichen Herangehensweisen, was ist überhaupt wichtig zu wissen, wenn man Menschen auch mit Migrationshintergrund als Auszubildende, als Lehrlinge im Betrieb beschäftigt. Und ich darf Sie heute mitnehmen und Ihnen gemeinsam mit Ihnen eintauchen in die Kursstruktur und deshalb genau, teile ich gleich den Bildschirm. Sie sehen, ich habe hier ein paar Notizen mit dabei, damit ich Sie auch gut abholen kann. So, ich teile einmal meinen Bildschirm und Sie sehen hier direkt schon abgebildet einmal die Struktur von Kursmodul Nummer 2. Also damit Sie wissen, diese Unterlagen, die wir erarbeitet haben, die sind frei zugänglich. Die können Sie als Unternehmen entweder, also zuallererst auch kostenlos downloaden, also die bekommen Sie gerne zur Verfügung gestellt. Wir sprechen hier einmal von Handbüchern, die Sie ausdrucken können, beziehungsweise Workbooks, die Sie ausdrucken können, aber auch Unterlagen, die Sie als PowerPoint-Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen und da einfach nochmal mehr Hintergrundinformationen übermittelt bekommen. Und diese Unterlagen, da fühlen Sie sich bitte frei, die können Sie sehr, sehr gerne in Ihre Kursplattform integrieren, falls Sie eine Kursplattform in Ihrem Unternehmen haben, zum Beispiel Moodle oder auch andere Plattformen, wenn Sie sagen, okay, wir haben auch schon a priori sozusagen eine Kursstruktur, wo wir unsere Mitarbeitenden abholen. Also dann können Sie das auch gerne einmal hochladen in diese Kursstruktur oder einfach so ganz losgelöst, also mit den Unterlagen arbeiten. Oder natürlich, wenn Sie sagen, na, wir möchten hier auch gezielt externe Personen oder Fachpersonen als ReferentInnen sozusagen engagieren, können Sie auch sehr, sehr gerne diese Unterlagen dafür verwenden. Genau, oder mit diesen Unterlagen arbeiten. Sie sehen hier die Übersicht von Modul Nummer 2. Also es gibt hier zwei sozusagen Formen, wie die Unterlagen aufbereitet sind. Einmal sind es Unterlagen für ein Online-Training und einmal sind es Unterlagen für ein Präsenztraining. Sie sehen hier die verschiedenen Abschnitte. Also der Fokus liegt hier sehr stark einmal nochmal eben dieses interkulturelle Bewusstsein und dieses Verständnis zu schaffen, auch wie funktioniert auch unser Unterbewusstsein? Also warum? Also wie entstehen vielleicht auch Stereotype? Was sind die Bedürfnisse der Menschen, die uns auch antreiben? Und jeder Mensch hat Bedürfnisse und es ist gut, wenn man kennt oder auch weiß, wie wir ticken als Menschen und da nochmal eben den besonderen Blick drauf hat, eben wie ticken eben Menschen von einfach mit unterschiedlichen oder verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und wie sprechen wir auch miteinander im Sinne von, was wird gehört oder wie sage ich auch etwas, beziehungsweise wenn dann tatsächlich vielleicht sogar eine Konfliktsituation aufpoppt, wie löse ich denn die auch am besten auf? Das ist mal zur Kursstruktur. Sie finden dann auch die Lektionen und ich springe jetzt einmal mit Ihnen gemeinsam zum Syllabus, also zu diesen Unterlagen finden Sie auch einen Syllabus, wo also die wichtigsten Infos nochmal zusammengefasst sind. Ich gehe mit Ihnen einmal zu den Lernzielen und wie bereits erwähnt, ja, es geht einfach darum, eine gute Basis zu schaffen für ein gutes interkulturelles Bewusstsein, für ein Verständnis füreinander,
eben um einfach schon durch diese Sensibilität auch Missverständnisse zu vermeiden und so auch oder bestehende Konflikte vielleicht sogar besser aufzulösen. Und die Lernergebnisse, die Sie daraus mitnehmen, sind einmal eben, was sind denn die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat? Wie kann ich auch Kommunikation gezielt ansetzen, vielleicht durch Fragen oder durch offene Fragen gezielt einmal nachhaken? Ähm, Es geht auch oft darum, Gesagtes zu wiederholen, um sich einfach auch gut mit den Menschen zu verknüpfen, also unabhängig auch, ob Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht. Also Menschen hören einfach anders. Es gibt da so ganz ein tolles Sprichwort von Konrad Lorenz. Gedacht ist nicht gesagt und gesagt ist nicht gehört. Also das zieht sich dann so ganz schön durch. Gehört heißt nicht verstanden, verstanden heißt nicht einverstanden. Also Kommunikation ist sehr komplex und deshalb war es uns auch ein Anliegen, an dieses Thema anzuknüpfen und diese Unterlagen für Sie aufzuarbeiten. Genau. So viel dazu. Ich beende wieder das Bildschirm teilen und komme wieder hier zurück zu Ihnen. Ja, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn Sie mit den Unterlagen arbeiten. Die haben wir eben in Zusammenarbeit auch mit verschiedenen Expertinnen vom Fach auch ausgearbeitet und die können Sie auf alle Fälle nutzen, entweder direkt auch auf der Lernplattform Moodle, die wir bereits erstellt haben, oder eben seien Sie frei, die Unterlagen downzuladen und sozusagen selbst zu nutzen oder in Ihre Kursplattform zu integrieren. Genau. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir sehr, sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns und wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude mit den Lehrinhalten. Auf Wiedersehen.